Herzlich willkommen auf dem Gear Reference Kanal. Heute zum allerersten Video und dem allerersten kleinen Gear Review. Wir starten mit dem Chest Magazine Pouch 223 von Blackhawk Industries. Blackhawk Industries ist eine Firma, die taktische Ausrüstung, heutzutage bekannt für die Holster, herstellt seit dem Anfang der 90er Jahre. Im deutschen Kreis primär dafür bekannt, stellt unter anderem das Bundeswehrholster her oder verschiedene Holster, die generell in der Bundeswehr genutzt werden, wie das Level 3 für die P8, was die meisten aus ihrer Ausbildung kennen sollten. Hier haben wir ein Chest Rig, was relativ einfach ist, relativ wenig Features hat, aber meistens ist es ja so, wie es einfach ist. Keep it stupid and simple, und das ist dieses Chest Rig, was wir uns gleich mal genauer angucken werden. Der Vorgänger dieses Chest Rigs basiert auf einem Design der frühen 90er Jahre, wie es Eagle Industries damals produziert hat. Der Unterschied zum Eagle Industries Chest Rig, was optisch nahezu identisch ist, dass Eagle Industries diese Magazintaschen, die wir hier sehen, als Einzelmagazintaschen konzipiert hat und Blackhawk sich für Doppelmagazintaschen entschieden hat. Von Blackhawk gibt es noch einen Vorgänger, der noch ein bisschen eine andere Magazintaschenform hat. Der war dann noch für 3 Magazine ausgelegt. Und das ist dann die spätere Entwicklung, welches denn daraus hervorging. Dann schauen wir uns das Chest Rig mal im Detail an. Wir haben die 2 Schultergurte, die einfach quer über den Rücken verlaufen und das X hinten auf dem Rücken bilden, und gehen dann weiter runter zu dem Einstellriemen hier, die beide unter den Achseln langlaufen. Es sei denn, man trägt eine Schutzweste, dann ist natürlich der Abstand deutlich breiter, man hat es ein bisschen mehr an der Seite hängen. Einstellbar ist das Ganze über die Gurte, die eigentlich immer bei solchen Chest Rigs ausreichend lang sind, um dieses Chest Rig individuell an die Körpergröße, Körperform anzupassen. Die ganz alten Gummibänder sollen dann, wie hier noch zu sehen, das Band in Form halten, dass da nichts ewig rumschlackert. Dadurch, dass dieses Chest Rig an sich jetzt aber auch schon relativ alt ist, genau dieses Modell ist Baujahr 1999, halten die auch nicht mehr so gut, deswegen sehen die schon so ein bisschen ausgeleiert aus. Sie funktionieren aber noch, und im Notfall macht man das halt wie immer und nutzt Tape. Zum Grundgerüst des Chest Rigs, wir haben hier 2 9 mm Schrägstrich Tool, Flair, was auch immer man irgendwie braucht, was ungefähr die Größe hat. Taschen lassen sich mit Klett öffnen und sind im Inneren auch mit Klett befestigt. Und darüber kann man dann nochmal die Klappe im Endeffekt einstellen. Habe ich jetzt etwas hier drin, was deutlich länger ist, lasse ich die Klappe einfach lang. Möchte ich etwas einführen, was ein kleineres Magazin, je nachdem welches Kaliber die Pistole hat, was dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer ist, stecke ich die Klappe weiter rein, schließe sie und kann sie so wieder verkleinern. Die eigentlichen Magazintaschen hier bei dem 223-Version sind für M4 Magazine und deren Derivate vorgesehen. Das 223 ist die Kaliberangabe, also quasi 5,56 Munition. Wir haben Doppelmagazintaschen, die auch hier mit Klett geöffnet werden. Die Klappe ist am Chest Rig Grundkörper vernäht. Aus späteren Modellen kennt man das dann so, dass diese öfter mal auch wie diese Taschen in der Höhe verstellbar sind. Kommt dann immer auf die Marke und auf die Version des einzelnen Chest Rigs an. Es finden die 2 M4 Magazine Platz, oder eben auch G36 würde ein einzelnes noch passen. Ansonsten bei AK, also Kalaschnikow-Versionen, die passen zwar rein, aber dann gucken die hier seitlich raus, weil die eine deutlich höhere Krümmung haben, und dann schließt die Klappe nicht optimal oder muss halt so leicht schräg geschlossen werden. Aber genau für diese anderen Waffen, die besondere Magazintaschen brauchen, hat Blackhawk dieses Chest Rig damals auch in der jeweiligen Version hergestellt. Für zum Beispiel AK-Magazine oder für MP5-Magazine. Wobei man auch sieht in amerikanischer Benutzung während des Irakkrieges, dass auch so ein Chest Rig mal benutzt wurde in Verbindung mit MP5-Magazinen und die dann einfach nebeneinander gelegt wurden. Davon haben wir jetzt genau 4 Stück. Die 2 9 mm Zubehör, Tool, was auch immer Taschen, und alle Taschen haben Wasserablaufösen am Boden,
dass wenn man sich im Wasser fortbewegt, das Wasser in die Magazintaschen reinläuft, auch zügig wieder abfließen kann. Ansonsten hat dieses Chestrig keine weiteren großartigen Features an der Front. Und jetzt gucken wir uns mal die noch unspektakuläre Rückseite an. Hier können wir einmal das Blackhawk-Label sehen. Da gibt es verschiedene Varianten, je nachdem aus welchem Zeitraum das Label ist, beziehungsweise das Chestrig. Gibt einen Anhaltspunkt, wie alt oder aus welcher Epoche das Ganze stammt, muss aber auch nicht sein. Bei Blackhawk hat man festgestellt, da wurde eine Ewigkeit auch noch ältere Label benutzt, dann gab es schon mal wieder ein neues, dann hatte die Fabrik in Vietnam ein leicht anderes und in Korea wurde auch noch produziert. Das ist dann auch noch mal, steht manchmal noch Made in Korea drauf oder wie auch immer. Und da gibt es einen Haufen Unterschiede, ist nicht wichtig, interessiert dann mehr vielleicht den einen oder anderen Sammlertypen, der sich dafür interessiert. Hier sehen wir jetzt nochmal den Gurt, der das Ganze am Rücken schließt. Wir haben auch wieder die Gummibänder, in die man das Ganze noch einschlaufen kann, einfädeln kann, wie auch immer. Und wir haben zwei Fastex-Verschlüsse, also Plastikclips in diesem Falle, das ist nicht original Fastex, wie das Ganze denn geschlossen wird und geöffnet, wie auch immer man das gerade braucht. Hier bei einer Version von 1999 haben wir noch einen flachen, einfachen Stoffrücken. Das Ganze änderte sich dann mit der Zeit, Anfang 2000er, je nachdem welches Blackhawk-Teil man hat, wurde dann hier so ein Padding, also eine Schaumstoffart hinten mit drauf genäht, meistens mit dem Blackhawk-Logo-Schriftzug oder einfach nur mit ein paar Linien, wie auch immer, dass da ein bisschen mehr Luft hinter zirkulieren sollte. Ob das jetzt so nötig ist bei einem Chestrig, wage ich mal dahin zu stellen, aber bei einem größeren macht es dann vielleicht schon wieder Sinn. So, im Großen und Ganzen wird dieses Chestrig noch immer genauso hergestellt, also die es noch aktuell produzieren, schwer zu sagen, aber man kann es immer noch überall käuflich erhalten und das zu einem relativ guten Kurs. Er hat dann halt die neuere Version, aber wenn jemand an so einem Chestrig Interesse hat, ist das noch zu bekommen. Dann bedanke ich mich einmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zusehen, macht diese YouTube-Dinge, klickt dies, macht das, ihr wisst alle Bescheid. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video. Vielen Dank.